Investitionsstau, Fachkräftemangel, hohes Durchschnittsalter der Belegschaft. Wie können Bahnunternehmen diesen Herausforderungen entgegentreten? Guten Tag, mein Name ist Michael Zangel. Ich bin Head of Business Development bei Valentic und beschäftige mich mit Asset Lifecycle Management im Bereich Bahnindustrie und habe langjährige Erfahrung bei unterschiedlichen Bahnunternehmen. In diesem Trend Talk spreche ich über Asset Lifecycle Management für Bahnunternehmen und gehe da sowohl auf Infrastruktur als auch Rollmaterial ein. Die Bahn spielt für die Klimaneutralität eine zentrale Rolle. Der Schienenverkehr nimmt immer weiter zu und die Kapazität des Bahnnetzes wird immer weiter ausgebaut. Die Deutsche Bahn beispielsweise geht davon aus, dass sie in den Jahren bis 2034 300 Milliarden Euro benötigt für die Sanierung und den Ausbau des Bahnnetzes. Das steigende Projektvolumen und auch das steigende Instandhaltungsvolumen stellen die Bahnen vor sehr große Herausforderungen. Zieht man noch den allgemeinen Fachkräftemangel und das relativ hohe Alter der Belegschaft in Betracht, dann können die Herausforderungen eigentlich nur mit maximaler Effizienz und Automatisierung gemeistert werden. Asset Lifecycle Management ist für Bahnen mehr als reine operative Instandhaltung. Dazu gehört beispielsweise auch das Management des Projektportfolios, die proaktive Maximierung von Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge und auch des Netzzustands, aber auch die Sicherstellung der finanziellen Mittel und Ressourcen, um in der Lage zu sein, das Asset Lifecycle Management durchzuführen. Zusätzlich ist das Asset Lifecycle Management sehr stark integriert mit Finanzen und Logistik. Beispielsweise für Kostencontrolling, für die Transparenz der Anlagenbuchhaltung, aber auch für die Bereitstellung der Ersatzteile. Hier kommen die Stärken von SAP zum Tragen. SAP kann alle Prozesse des Asset Lifecycle Managements, der Logistik und im Bereich Finanzen integriert abbilden. Dadurch werden Systemunterbrüche vermieden und auch papierbasierte Prozesse können abgebaut werden. Und übermäßig große Integrationskosten können ebenfalls vermieden werden. Wir sehen 4 hauptsächliche Trends im Bereich des Asset Lifecycle Managements. Das immer größer werdende Projektportfolio muss gemanagt werden, um die Investitionen gewinnbringend einzusetzen. Die Zunahme des Schienenverkehrs bedingt eine optimale Integration zwischen Instandhaltung und Betrieb, um die Auswirkungen auf den Betrieb möglichst gering zu halten. Der Instandhaltungsmix verschiebt sich schrittweise immer mehr zu einer zustandsbasierten und auch vorausschauenden Instandhaltung. Und es bleibt weiterhin ein wichtiges Thema aufgrund des steigenden Instandhaltungsvolumens, dass die Instandhaltung digitalisiert wird, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Bahnen stehen vor 3 großen Herausforderungen. Ein beträchtlicher Teil der Belegschaft aus der Babyboomer-Generation geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Daher muss das Wissen über die Anlagen und deren Instandhaltung gesichert werden. Anlagenstammdaten sind verteilt, abgelegt und gerade im Infrastrukturbereich nicht einheitlich strukturiert. Eine harmonisierte und integrierte Ablage von Stammdaten ist aber wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Asset Lifecycle Management. Die neuen Möglichkeiten aus künstlicher Intelligenz und Sensoranbindung sind Chance und Herausforderung zugleich. Künstliche Intelligenz kann alle genannten Trends unterstützen, bedeutet aber auch eine sehr große Veränderung für Bahnunternehmen und die Herausforderung ist eigentlich, das Potenzial hinter der künstlichen Intelligenz zu heben. Die meisten Bahnunternehmen haben SAP-basiertes Asset Lifecycle Management bereits im Einsatz. Die Unternehmen, die den S/4HANA-Rollout noch vor sich haben, können diesen nutzen, um das Asset Lifecycle Management weiter zu digitalisieren. Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Vorgehen nach dem Motto Think Big, Act Small. Klassisch würde man die operativen Prozesse und die Stammdaten angehen, beispielsweise Aufbau eines integrierten Stammdatenmodells bzw. eines digitalen Zwillings. Oder vollständige Digitalisierung der Prozesse der Instandhaltung und des Projektmanagements inklusive operativer Planung und einer mobilen Durchführung. Man kann aber auch direkt an innovativen Themen ansetzen.
beispielsweise Einführung eines strategischen Asset Managements inklusive einer nachvollziehbaren Dokumentation der Instandhaltungsstrategien oder der Pilotierung von zustandsbasierter und vorausschauender Instandhaltung, aber auch durch eine Einführung einer übergreifenden Budget- und Ressourcenplanung, die die existierenden und zur Verfügung stehenden Informationsquellen zusammenführt. Wir unterteilen das Asset Lifecycle Management in unterschiedliche Teilprozesse. Für alle diese Prozesse haben wir als Valentic Best Practice Erfahrung und nutzen auch die Best Practice Prozesse der SAP. Beispiele für solche Teilprozesse sind Analyse der Anlagenperformance, Analyse und Dokumentation der Instandhaltungsstrategie, Überwachung der Anlagen sowohl manuell als auch mit Sensoranbindung, Instandhaltungsplanung sowohl taktisch als auch operativ, mobile Instandhaltungsdurchführung, auch mit Offline-Funktionalität im Infrastrukturbereich. Wichtig sind aber auch die Stammdatenthemen wie beispielsweise integrierte Abbildung der Infrastrukturstammdaten inklusive linearer Daten und räumlicher Daten, aber auch Abbildung der Fahrzeugkonfiguration über den gesamten Lebenszyklus der Bahnfahrzeuge. Um das vollständige Potenzial aus einer SAP-Implementierung herauszuholen, sollten folgende 5 Punkte beachtet werden. Die Unternehmensführung sollte klar hinter einem SAP-basierten Asset Lifecycle Management stehen. Das Asset Lifecycle Management sollte schrittweise umgesetzt werden und man sollte darauf achten, frühzeitig Mehrwert zu generieren, um die Unterstützung des Fachbereichs zu sichern. Ein Fit-to-Standard-Vorgehen ist von Vorteil, um das maximale Potenzial von SAP zu heben. Auch eine punktuelle Integration von Drittprodukten und Add-ons macht durchaus Sinn, um bahnspezifische Anforderungen zu erfüllen. Und sehr wichtig ist ein ausgiebiges Change-Management, gerade in einem Umfeld, das Änderungen und IT-Lösungen nicht immer offen gegenübersteht. In den nächsten 3 bis 5 Jahren wird künstliche Intelligenz auch das Asset Lifecycle Management verändern. Es werden erste Use Cases produktiv gehen, die das Potenzial von KI aufzeigen. Darüber hinaus wird aber KI auch als Enabler dienen, um Vorhaben zu realisieren, die in der Vergangenheit aufgrund Komplexität und Aufwand gescheitert sind. Und damit wird KI der Schlüssel sein, um die eingangs erwähnten Herausforderungen zu meistern. Um das Potenzial von KI heben zu können, sind zwingend integrierte Daten und Prozesse notwendig. Bahnunternehmen sollten daher eine langfristige Vision aufbauen, wie systemgestütztes Asset Lifecycle Management funktionieren soll. Dazu gehört auch ein Gesamtbild des Asset Lifecycle Management Systems. Und natürlich sollten Bahnunternehmen sich einen Partner heranziehen, der sie sowohl fachlich als auch technisch unterstützen kann. Wer sich weiter zu diesem Thema informieren will, der kann sich beispielsweise unser White Paper zur Instandhaltungsplanung anschauen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Trend Talks an.